Hallo liebe StageLight App Community. Im dritten Teil dieser Reihe geht es um die Connectivity. Ich zeige euch, wie ihr StageLight per ArtNet oder per Bluetooth mit DMX-Adaptern oder Scheinwerfern verbindet. Ich fange an mit ArtNet. ArtNet ist ein standardisiertes Protokoll, weil es DMX-Kommunikation in IP-basierten Netzen ermöglicht, also LAN oder WLAN. Dies ist perfekt für das iPad, da keine serielle Kommunikation per USB auf iOS-Geräten möglich ist. Für die Steuerung der Scheinwerfer benötigt ihr einen sogenannten ArtNet DMX-Adapter. Dieser ist auf einer Seite Teil des lokalen Netzwerks und auf der anderen Seite Teil der seriellen DMX-Kommunikation. Hier im Tutorial habe ich zwei verschiedene Exemplare. Den eDMX1, ein Adapter mit einem Universum, und den LAN DMX4 mit 4 Universen. Beide Adapter und auch noch weitere habe ich auf meiner Hardware-Produktseite verlinkt. Es sollte aber auch jeder andere Adapter funktionieren, wenn er ArtNet unterstützt. Ich verbinde zuerst den eDMX1 im lokalen Netzwerk. Das iPad ist im selben Netzwerk per WLAN verbunden. Wenn ich jetzt in den Scheinwerferbereich wechsle, wird mir der Adapter hier angezeigt. Neben dem Namen sehe ich auch die IP-Adresse des Adapters. Per Default werden alle DMX-Pakete per Broadcast an alle Teilnehmer im Netzwerk geschickt. Man kann aber auch die Kommunikation auf Unicast umstellen. Dann werden die Daten nur an diese IP-Adresse gesendet. Was, wenn ihr euren Adapter hier nicht seht? Dies herauszufinden kann im Einzelfall sehr kompliziert sein. Aus der Erfahrung im Kundensupport kann ich euch sagen, liegt es meistens am Netzwerk oder am ausgewählten Universum. Bitte überprüft, dass der Adapter und das iPad sich im selben Netzwerk befinden. Oft sind die IP-Adressen im Adapter fest eingestellt und werden nicht automatisch per DHCP vom Router passend zum Netzwerk vergeben. Auch das eingestellte Universum kann ein Problem sein, wenn im Adapter und in StageLight unterschiedliche Werte verwendet werden. In StageLight ist das erste Universum die 0, bei manchen Adaptern ist es die 1. Neben dem lokalen WLAN-Netzwerk kann ich aber auch ein Peer-to-Peer-LAN-Netzwerk verwenden. Das zeige ich euch mit dem LAN DMX4. Dafür deaktiviere ich WLAN im iPad. Das LAN-Kabel schließe ich per LAN-Adapter direkt am iPad an. Die Adapter gibt es für Lightning und für USB-C. Jetzt muss ich noch manuell eine IP-Adresse im selben Subnetzbereich vergeben. Die erfolgreiche LAN-Kommunikation sehe ich hier in StageLight an dem veränderten Icon. Im Scheinwerferbereich seht ihr jetzt auch den neuen Adapter. Ich erstelle jetzt noch 3 weitere Universen. Und auch hier wird der Adapter erkannt. Wenn ich jetzt noch ein 5. Universum erstelle, wird kein Adapter mehr erkannt, da es hier keinen Adapter für dieses Universum gibt. Kommen wir zum zweiten Kommunikationsprotokoll. StageLight unterstützt Lumen Radios Bluetooth-Protokoll für CRMX und Wireless DMX. Dafür benötigt ihr in StageLight mindestens das Premium XL-Paket. Die Kommunikation funktioniert mit Lumen Radio Produkten und Timotu OEM-Versionen, die Bluetooth anbieten. Ich habe hier Moonlight und 2 Scheinwerfer, die ein Timotu-Modul haben. Auch hier der Hinweis zu meiner Hardware-Produktseite, auf der ich diese und weitere Produkte gelistet habe. Ich muss zuerst Bluetooth in den Einstellungen aktivieren. Jetzt kann ich im Scheinwerferbereich auf CRMX umstellen. Alle unterstützten und verfügbaren Bluetooth-Geräte werden hier angezeigt. Per Klick verbinde ich mich mit dem Moonlight. Ein erneutes Klick auf das verbundene Gerät löst die Bluetooth-Verbindung wieder und ich kann mich mit weiteren Geräten verbinden. Welches Protokoll verwendet ihr mit StageLight? ArtNet oder Bluetooth? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Auch würde mich interessieren, welche Adapter ihr verwendet. Im nächsten Tutorial zeige ich euch, wie ihr Queues und Queue-Listen in StageLight verwendet. Damit ihr das Video nicht verpasst, unbedingt den Kanal abonnieren. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es neue Features in StageLight gibt.
Bis zum nächsten Mal, euer Marco von Stagelight.